Jedes Organ unseres Körpers ist auf seine eigene Weise faszinierend und erfüllt eine hochspezialisierte Funktion. Betrachtet man die Organe isoliert, erfordern sie jeweils eigene medizinische Fachgebiete, etwa die Neurologie, Kardiologie oder Gastroenterologie. Doch selbst innerhalb dieser Disziplinen wird das vollständige Verständnis vielleicht nie erreicht. Hinzu kommt, dass das Zusammenspiel der Organe ein weiteres, eigenständiges Forschungsfeld darstellt. Wie funktionieren diese Systeme gemeinsam? Wie begann Leben überhaupt, Nahrung aufzunehmen, um am Leben zu bleiben? Damit ist gemeint, wie hat sich dieses Gesetz überhaupt entwickelt? Wie lernte ein Organismus, diese Nahrung zu verarbeiten? Die darin enthaltenen essentiellen Substanzen, die auch noch zufälligerweise in der Natur enthalten sind, für den eigenen Körper nutzbar zu machen und Überflüssiges wieder auszuscheiden. Wie entstanden unsere Sinne, der Geruchs- und Gehörsinn, das Schmecken, das Fühlen? Wie konnte diese Interaktion mit der Umwelt, vermittelt durch Sinnesorgane, scheinbar von selbst entstehen? Woher kam dieses Gesetz überhaupt? Wie begann der Mensch, abstrakt zu denken und eine innere Welt zu produzieren? Eine Realität, die nicht unmittelbar physisch existiert, sondern im Bewusstsein, gewissermaßen als eine zweite Ebene der Wirklichkeit. Und schließlich steht innerhalb dieser Problemstellung eine für viele besonders interessante Frage, die immer wieder neu für Diskussionen sorgt. Wie hat der Mensch begonnen zu sehen? Wie konnte sich ein Organ entwickeln, das in der Lage ist, Lichtreize aufzunehmen und daraus ein kohärentes Bild unserer Realität zu erzeugen? Gerade das Auge gilt in der Evolutionsgeschichte immer wieder als eines der problematischsten und zugleich erstaunlichsten Organe. Seine Entstehung wirft grundlegende Fragen auf, und zwar, ist eine sukzessive Entwicklung überhaupt plausibel? Es handelt sich nicht um ein einzelnes Bauteil, sondern um ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zahlreicher Strukturen. Die Linse bündelt das Licht, der Glaskörper stabilisiert den Augapfel, die Iris reguliert den Lichteinfall und spezialisierte Muskeln sorgen für Scharfstellung und Anpassung an unterschiedliche Entfernungen. All diese Komponenten müssen präzise zusammenarbeiten, damit überhaupt ein brauchbarer Seheindruck entstehen kann. Doch selbst damit ist der Prozess nicht abgeschlossen. Die eigentliche visuelle Information entsteht erst in der Netzhaut, einer hochsensiblen Zellschicht im hinteren Bereich des Auges. Dort befinden sich unzählige lichtempfindliche Sinneszellen, die eintreffende Lichtreize in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo sie in einem komplexen Verarbeitungsprozess zu dem zusammengesetzt werden, was wir als Bild, Form, Farbe und Bewegung wahrnehmen. Ohne diese nachgelagerte Verarbeitung wäre das Auge als bloßes optisches Instrument funktional wertlos. Wird der Sehnerv unterbrochen, ist Sehen trotz intakten Auges unmöglich. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems beruht auf einer extrem hohen Informationsdichte. In der Netzhaut arbeiten Milliarden mikroskopisch kleine Strukturen parallel, um selbst minimale Lichtimpulse zu registrieren und weiterzuleiten. Erst durch diese koordinierte Datenverarbeitung ist es möglich, etwa Buchstaben auf einer Seite zu erkennen oder räumliche Tiefe wahrzunehmen. Aus dieser Komplexität heraus wird von einigen Wissenschaftlern die Frage gestellt, ob ein solches System schrittweise entstanden sein kann. Sie argumentieren, dass bereits für eine minimale Sehfunktion mehrere exakt aufeinander abgestimmte Bestandteile gleichzeitig vorhanden sein müssen. Und jetzt ganz wichtig, solange einzelne Komponenten noch keine Funktion erfüllen, könnten sie, so die Überlegung, durch natürliche Auslese weder stabilisiert noch erhalten werden. Veränderungen ohne unmittelbaren Nutzen würden wieder verschwinden, bevor sie in ein funktionierendes Gesamtsystem integriert werden könnten. Daraus ergibt sich die weiterführende Kritik, dass selbst sehr lange Zeiträume allein kein ausreichender Erklärungsfaktor seien, wenn keine bekannten Mechanismen existieren,
die eine Vielzahl notwendiger Anpassungen gleichzeitig hervorbringen. Vertreter dieser Sichtweise sehen daher in der Entstehung des Auges weniger das Ergebnis gradueller evolutionärer Prozesse, sondern vielmehr ein Indiz für eine übergeordnete, ordnende Ursache, durch die erklärbar wird, warum solch hochkomplexe und zugleich funktionale Strukturen existieren und zuverlässig arbeiten. Als einfachste Struktur, die noch sinnvoll als Auge bezeichnet werden kann, gelten sogenannte Grubenaugen, wie sie etwa bei der Napfschnecke vorkommen. Sie bestehen im Wesentlichen aus lichtempfindlichen Zellen, die von Pigmentzellen umgeben sind, sowie einer dünnen, lichtdurchlässigen Gewebeschicht. Ein Sehnerv leitet die registrierten Reize weiter. Ähnliche Anordnungen finden sich auch bei anderen einfachen Organismen, etwa bei Plattwürmern. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei um ein sehr rudimentäres System zu handeln. Aber ist das tatsächlich so? Denn auch diese minimalen Sehorgane funktionieren nicht ohne eine Reihe hochspezialisierter Voraussetzungen. Bereits hier sind bestimmte lichtempfindliche Moleküle notwendig, insbesondere komplexe Proteinstrukturen wie Opsin in Verbindung mit Retinal. Hinzu kommen biochemische Prozesse, die sicherstellen, dass ein Lichtreiz überhaupt in ein verwertbares Signal umgewandelt und weiterverarbeitet werden kann. Ohne dieses Zusammenspiel bleibt selbst das einfachste Grubenauge funktionslos. Ein Grubenauge besteht also aus bereits mehreren voneinander abhängigen Komponenten, die nur gemeinsam einen Nutzen haben. Fällt ein Teil weg, verliert das gesamte System seine Funktion. Man stelle sich eine mechanische Vorrichtung vor, die aus mehreren exakt aufeinander abgestimmten Teilen besteht. Diese lässt sich nicht schrittweise reduzieren, ohne ihre Funktion einzubüßen. Die Einzelbestandteile können die Leistung des Gesamtsystems nicht ersetzen. Übertragen auf das Auge bedeutet dies, auch ein vermeintlich simples Sehsystem ist nicht beliebig vereinfachbar, ohne seine Eigenschaft als Sehorgan zu verlieren. Das war auch der Grund, warum selbst Charles Darwin nicht daran glauben konnte, dass sich das Auge auf diese Weise entwickelt hat. Er sagte, anzunehmen, dass das Auge mit all seinen einzigartigen Einrichtungen für die Justierung des Fokuses auf verschiedene Distanzen, für das Einlassen verschiedener Lichtmengen und für die Korrektur der sphärischen und chromatischen Aberrationen durch natürliche Selektion entstanden sein könnte, scheint, wie ich offen zugebe, im höchsten Grade als absurd. Solange eine Struktur keinen klaren biologischen Nutzen besitzt, kann sie nicht durch natürliche Selektion begünstigt werden. In populärwissenschaftlichen Medien gibt es bislang kein allgemein akzeptiertes Modell, das die Entstehung selbst eines minimal funktionsfähigen Auges detailliert beschreibt. Hinzu kommt ein genetischer Aspekt. Die Entwicklung sämtlicher bekannter Augentypen wird durch dasselbe Steuerungsgen PAX6 reguliert. Dieses Gen erfüllt bei Insekten, Säugetieren und Menschen eine vergleichbare Funktion. Damit ein Auge entstehen kann, muss diese genetische Steuerung bereits vorhanden und in ein bestehendes Netzwerk anderer Gene eingebettet sein. Die Vorstellung, dass Gene nacheinander durch zufällige Veränderungen entstanden und anschließend koordiniert zusammenwirkten, wirft erhebliche Fragen auf. Wahrscheinlich könnte man für jedes Sinnesorgan ein solches Video produzieren. Doch die Diskussion über die Entstehung des Auges wird immer wieder neu entfacht. Und diese Diskussionen sind wichtig, denn sie helfen bei einer nüchternen Beurteilung der existenziellen Fragen, zu denen sie führen. Doch wer öffentlich Positionen vertritt, die dem etablierten Evolutionsverständnis und dem zugrunde liegenden naturalistischen Weltbild widersprechen, ist nicht nur sachlicher Kritik ausgesetzt. Daran sieht man, dass es nicht nur eine fachwissenschaftliche Frage ist. Wer diese Fragen aber nicht beantwortet, wird immer eine Leere spüren, weil der Weg, den er geht, sehr ungewiss sein wird.